Für Deutsche absolut normal, für Japaner komplett unverständlich. Für viele Japaner ist diese Idee einfach sehr süß im wahrsten Sinne des Wortes. So schlecht sind sie gar nicht. Genau deshalb ist für viele Japaner einer der größten Kulturschocks. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Deutschland und Japan unterscheiden sich kulturell extrem, besonders im Alltag. Viele Dinge, die für Deutsche völlig normal sind, sorgen bei Japanern für einen echten Kulturschock. In diesem Video zeige ich euch 5 deutsche Dinge, die Japaner unfassbar finden. Lasst gerne ein Abo, Like und Hype da und dann starten wir direkt mit Nummer 1. Nummer 1. Met. Das deutsche Essen, das mich am meisten überrascht hat, ist ganz klar Met. Met bedeutet rohes Schweinefleisch und das ist für viele Japaner einfach unvorstellbar. Vielleicht wirkt es für euch auf den ersten Blick komisch, denn wir Japaner essen ja auch rohe Lebensmittel wie rohe Eier oder rohen Fisch, also Sashimi. Aber rohes Schweinefleisch isst man in Japan überhaupt nicht. Genau deshalb ist Met für viele Japaner einer der größten Kulturschocks. Früher konnte man in Japan übrigens auch rohes Rindfleisch, sogenanntes Yuke, essen. Heute ist das kaum noch erlaubt. Was es aber immer noch gibt, ist Wasashi, also rohes Pferdfleisch. Das ist zwar selten, wird aber bis heute gegessen. Aus deutscher Sicht ist das wahrscheinlich wiederum ein umgekehrter Kulturschock. Allerdings wird Wasashi unter sehr strengen Hygienebedingungen angeboten und nur dann serviert, wenn es alle Sicherheitsstandards erfüllt. Deshalb kann man es in Japan grundsätzlich bedenkenlos essen. Zurück zum Met. Als ich Met zum ersten Mal probiert habe, hatte ich ehrlich gesagt Angst, dass mir danach der Bauch wehtun könnte, aber völlig unbegründet. Met war überraschend lecker. Besonders gern esse ich es mit fein gehackten Zwiebeln auf einem Weißbrötchen. Ja, wie ein Mettigel. Ich glaube sogar, dass Met eines der Lebensmittel ist, das ich aus Deutschland am meisten vermissen würde. Übrigens, ein kleiner Tipp für alle, die japanisches Essen vermissen. Wenn man Met mit etwas Sojasauce isst, erinnert der Geschmack tatsächlich ein bisschen an Negitoro aus Japan. Negitoro ist fein gehacktes oder zu einer Paste verarbeitetes rohes Thunfischfleisch, meist vom fettreichen Teil. Mit Frühlingszwiebeln schmeckt es besonders gut. Man kennt es als Negitoro-Don, also auf Reis, aber auch als Sushi, zum Beispiel als Gunkan-Maki oder als Dünne-Rolle. Probiert einmal Met auf Reis mit etwas Sojasauce. So bekommt ihr eine kleine japanische Negitoro-Version auf deutsche Art. Nummer 2. Brot und Spargel. Deutschland ist ein echtes Brotland. Es gibt hunderte Brotsorten, dunkel, körnig, sauer, hart. In deutschen Bäckereien findet man Brot in allen möglichen Formen und Geschmacksrichtungen. Runde Brote, lange Brote, kleine Brötchen, die Vielfalt ist wirklich beeindruckend. Viele Ausländer, die zum ersten Mal nach Deutschland kommen, sind davon völlig überfordert und wissen oft gar nicht, welches Brot sie kaufen sollen. Aus japanischer Sicht wirkt deutsches Brot meist sehr schwer, fest und sättigend. Deshalb sagen viele Japaner, dass es ihnen schwer fällt, jeden Tag hintereinander deutsches Brot zu essen, weil es schwer im Magen liegt. Ich persönlich esse am liebsten Weißbrötchen. Aus gesundheitlicher Sicht wäre Dunkelbrot zwar besser, aber ich liebe diese Kombination aus knuspriger Kruste und weichem Inneren beim Weißbrötchen. Welches deutsche Brot mögt ihr am liebsten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Eine Essensidee habe ich übrigens einmal von einer deutschen Frau gelernt. Dunkelbrot mit frischem Käse und Honig. Überraschend lecker. Natürlich gibt es noch viele andere Varianten, zum Beispiel mit Avocado und Lachs. Mein absoluter Favorit ist allerdings ein Weißbrötchen mit Zwiebelmet oder Braunschweigermet. Ja genau, Männermarmelade. Wenn wir über süßes Brot sprechen, sind deutsche Backwaren für Japaner oft ziemlich heftig. Viel Schokolade, viel Zucker, insgesamt sehr süß und schwer. Außerdem ist die Auswahl an süßem Gebäck in Deutschland im Vergleich zu Japan eher begrenzt, sodass man meistens immer zu denselben Sachen greift. Mein persönlicher Favorit unter den süßen Backwaren ist die Zimtschnecke. Was viele Japaner außerdem überrascht, in Deutschland öffnen Bäckereien oft schon um 6 Uhr morgens. Viel zu früh. Aber da Schulen und Unternehmen in Deutschland generell früh starten, gehören frühere Öffnungszeiten einfach dazu. Und dann noch etwas, das man in Japan kaum kennt.
In deutschen Supermärkten gibt es Maschinen zum Brotschneiden. Das sieht man in Japan fast nie. Und vor allem, wie schnell diese Maschinen das Brot schneiden. Im Gegensatz dazu ist japanisches Brot meistens weich, weiß und leicht süß. Am häufigsten wird Schokopan gegessen, also japanisches Toastbrot. Es ist extrem fluffig, leicht, süßlich und passt zu fast allem. Mit Butter ist es schon lecker, aber auch als Pizzatoast mit Käse, Schinken, Mayonnaise oder Ei. In Japan gibt es außerdem sogenannte Sosai-Pan, also belegtes Brot, zum Beispiel Currybrot, Yakisoba-Brot, Krokettenbrot, Eierbrot, Würstchenrollen und so weiter. Und natürlich auch viele süße Brote, Kashipan, wie Vanillencremebrot, Anpan mit roter Bohnenpaste, Melonpan und so weiter. Die Auswahl ist riesig und jede Bäckerei hat ihre eigenen Spezialitäten. Wenn ihr nach Japan reist, solltet ihr unbedingt verschiedene süße und belegte Brote probieren. Aber für Menschen, die deutsches Brot lieben, ist japanisches Brot vielleicht gar kein richtiges Brot. Es ist insgesamt sehr weich und luftig, für viele Deutsche vermutlich etwas zu langweilig. Und dann ist da noch der Spargel. In Deutschland wird er regelrecht gefeiert. Spargelsaison, Spargelgerichte, Spargelfeste. Vor allem weißer Spargel ist in Japan eher selten. Dass Spargel als Hauptgericht gegessen wird, ist dort fast unvorstellbar. In Deutschland hingegen fühlen sich zur Spargelzeit die Supermärkte mit riesigen Spargelbergen und manchmal stehen dort sogar Maschinen zum Spargelschälen. Man sieht auch Spargelstände am Straßenrand. Daran merkt man, wie sehr die Deutschen Spargel lieben. In Japan wird meist grüner Spargel verkauft, aber eher als Beilage, zum Beispiel als Spargelspieß und Spargel im Speckmantel. Man isst in Japan generell wenig Spargel und auch nur kleine Mengen. Deshalb ist mir früher nie aufgefallen, dass Spargel nach dem Essen diesen typischen Geruch verursacht, wenn man auf die Toilette geht. In Deutschland habe ich das zum ersten Mal bewusst erlebt und für mich gehört auch das irgendwie zu diesem Gefühl, ach ja, das ist typisch Deutschland. Nummer 3. Autobahn. Was viele Japaner wirklich überrascht, ist die Autobahn ohne Tempolimit. Für Japaner ist das absolut verrückt. In Japan gibt es überall feste Geschwindigkeitsbegrenzungen und bei Überschreitungen drohen hohe Strafen. Die Vorstellung, dass Autos in Deutschland einfach 200 oder sogar 250 km/h fahren dürfen, wirkt auf viele Japaner lebensgefährlich. Natürlich gibt es auch in Deutschland Autobahnabschnitte mit Tempolimit. Aber nicht nur die tempofreien Autobahnen sind überraschend. Auch dass es sogar auf manchen normalen Straßenstrecken ohne Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, erstaunt viele Japaner. Zwar fahren die meisten Menschen nicht über 200 km/h, aber 160 km/h sind auf deutschen Autobahnen durchaus normal. 300 km/h fährt wohl nur Helene Fischer. Das ist natürlich nur ein Witz. In Japan gibt es keine Autobahn, auf der man 160 km/h fahren dürfte. Dort liegt die höchste Geschwindigkeit meist bei 100 bis 120 km/h. Viele Japaner fragen sich deshalb, ist das nicht gefährlich, so schnell zu fahren? Natürlich ist ein Unfall bei hoher Geschwindigkeit immer gefährlich. Interessanterweise empfinde ich in Deutschland aber oft nicht die Autobahn, sondern eher einfache Landstraßen mit Bäumen am Straßenrand, wie eine Allee als gefährlicher. Ich fahre zwar grundsätzlich gern Auto, aber das Autofahren in Deutschland, besonders auf der Autobahn, fällt mir immer noch schwer. Im Vergleich zu Japan habe ich das Gefühl, dass hier mehr Menschen auf der Autobahn ohne Blinker fahren und der Abstand zum vorausfahrenden Auto oft sehr gering ist. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, bleibe ich deshalb meist auf der langsamsten Spur oder höchstens auf der mittleren Spur. Mehr traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Die Autobahn ist damit ein echtes Stück deutscher Freiheit und gleichzeitig für viele Japaner ein riesiger Kulturschock. Nummer 4. Spaghetti-Eis. Mein absolutes Lieblingseis in Deutschland ist Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis ist, wie der Name schon gesagt, Eis, das wie Spaghetti aussieht. Dabei wird Vanilleeis durch eine Paste gedrückt, sodass es wie Nudeln aussieht und mit Erdbeersauce als Tomatensauce serviert. Für viele Japaner ist diese Idee einfach sehr süß im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, dass es den meisten Japanern auch richtig gut gefallen würde.
Weil das Eis wie Spaghetti geformt ist, ist es sehr weich und lässt sich leicht essen. Das einzige Problem, es schmilzt sehr schnell. Wenn das Spaghetti-Eis serviert wird, sollte man es besonders im Sommer möglichst schnell essen. Aus japanischer Sicht ist die Soße eher mild und durch die weichen Konsistenz ist es sehr angenehm zu essen. Für mich persönlich ist Spaghetti-Eis das beste Eis in Deutschland. Und zum Schluss Nummer 5. Kippfenster. Für Deutsche absolut normal, für Japaner komplett unverständlich. Das Kippfenster. Für alle, die deutsche Fenster nicht so gut kennen, hier eine kurze Erklärung. In Deutschland heißen die meisten Fenster Kippfenster. Sie haben einen großen Griff an der Seite. Dreht man den Griff um 90 Grad, lässt sich das Fenster komplett öffnen. Dreht man ihn um 180 Grad nach oben, öffnet sich nur der obere Teil des Fensters leicht. Das Fenster ist dann gekippt. Die Fenster selbst sind oft sehr schwer und man braucht durchaus etwas Kraft, um sie zu öffnen. Das liegt unter anderem an der stabilen Bauweise und der guten Isolierung. In Deutschland wird großen Wert auf richtiges Lüften gelegt. Durch das Kippfenster kann frische Luft hereinkommen, ohne dass es stark zieht oder die Wohnung sofort auskühlt. Aus japanischer Sicht ist vor allem die Häufigkeit, mit der Deutsche ihre Wohnungen lüften, überraschend. Viele Häuser in Japan bestehen aus Holz oder Beton und sind insgesamt weniger luftdicht. Trotzdem beschlagen im Winter auch dort oft die Fenster. Natürlich lüften auch Japaner, aber aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich das Gefühl, dass dem Lüften in Deutschland eine viel größere Bedeutung beigemessen wird. Ein Grund dafür ist, dass deutsche Wohnungen, abgesehen von Dachgeschosswohnungen, sehr luftdicht gebaut sind. Wenn man nicht regelmäßig lüftet, kann sich schnell Schimmel bilden. Das Kippfenster passt also perfekt zu den baulichen Gegebenheiten in Deutschland. In Japan sind Fenster meist Schiebefenster. Manchmal gibt es auch Fenster, die sich wie eine Tür komplett öffnen lassen, aber traditionelle japanische Fenster sind in der Regel Schiebefenster. Typisch ist außerdem, dass außen ein Fliegengitter angebracht ist. Persönlich finde ich Fliegengitter sehr praktisch. In Deutschland kann man zwar auch Fliegengitter anbringen, aber besonders in Mietwohnungen sind sie nicht immer vorhanden. Im Vergleich zu Japan gibt es in Deutschland deutlich weniger Fenster mit Fliegengitter. Beide Fenstertypen haben ihre Vorteile, aber wenn man sich einmal an deutsche Fenster gewöhnt ist, merkt man schnell, so schlecht sind sie gar nicht. Sie sind zwar schwer, aber die Möglichkeit, sie auf zwei verschiedene Arten zu öffnen, ist sehr praktisch. Für mich persönlich sind deutsche Kippfenster inzwischen richtig bequem geworden. So, das waren 5 deutsche Dinge, die für Japaner unfassbar sind. Was für Deutsche normal ist, kann für Japaner total unfassbar wirken. Und genau das macht gute Unterschiede so spannend. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo, damit ihr Videos rund um die guten Unterschiede zwischen Deutschland und Japan, das Leben als Japanerin in Deutschland oder japanische Kochvideos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。